Wir haben für jedes Haarproblem eine Lösung, sogar für Geheimratsecken. Wenn auch du Geheimratsecken hast, genauso wie ich, und das für dich in Frage kommt, dann schau dir dieses Video an, also bleib dran. Ja, ich trage bereits auch ein Fronthaarsystem und viele von euch schauen vielleicht schon länger meine Videos und haben mit der Zeit ja auch festgestellt, dass sich bei mir etwas getan hat. Ich hatte ja vor geraumer Zeit sogar noch lange Haare, da konnte ich meine Ecken relativ gut kaschieren. Aber in der Zeit davor, also sprich in meinen älteren Videos, vielleicht schaut ihr euch die am besten auch mal an, da seht ihr auch, dass bei mir so kleine Geheimratsecken aufgeblitzt sind und ich muss ehrlich sagen, ich stehe brutal hinter unserem Produkt und ich habe natürlich dann auch bei diversen Kunden auch die Ergebnisse gesehen und das war für mich auch der Schlüssel, warum ich dann auch mich für diese Variante entschieden habe. Also das ist das Ergebnis, ihr seht selber, ich denke, das kann sich sehen lassen und vielleicht hast du ja auch Bedarf für ein Fronthaarsystem. Genau in diesem Video geht es nämlich auch darum, das bedeutet, ich kriege halt oft die Frage gestellt bei den YouTube-Kommentaren oder in diversen Social-Media-Kanälen, bietet ihr denn auch nur Lösungen für vorne an, also sprich für Geheimratsecken, und ja, das bieten wir und das ist jetzt dieses Video oder die Antwort dafür. Das heißt, wenn du an sich noch keine richtigen Haarprobleme hast am Oberkopf, sondern nur betroffen bist für den Frontbereich, dann ist das eigentlich die optimale Lösung für dich, weil im Endeffekt kannst du sofort ein Ergebnis erzielen ohne Schmerzen, ohne Medikamente, ohne eine Operation und hast im Endeffekt schon deine Fronthaarlinie so weit erreicht, also das Ziel, dass du wieder deinen Wunsch-Hairstyling auch kreieren kannst. Genauso wie bei unseren anderen Haarsystemen, also für den ganzen Oberkopfbereich, gibt es auch zwei Möglichkeiten bei uns. Die erste Variante wären die Hey-to-Go-Frontsysteme, die Frontalsysteme. Das bedeutet, ihr kommt zu uns ins Studio oder macht vorher natürlich einen Online-Call oder eine Studioberatung, kommt her und geht eigentlich mit Haaren wieder raus für den Frontbereich. Und die zweite Option ist, wenn ihr Sonderwünsche habt oder ich kann mit den Hey-to-Go euren Bedarf nicht abdecken, dann wäre es Custom-Made. Das heißt, ich würde einen Abdruck von Frontbereich herstellen und diese dann für euch individuell konfigurieren und auch produzieren mit einer, sag ich mal, Produktionszeit von roundabout 4 bis 6 Monaten. Ich hole einfach mal ein Sample. Also, das ist ein sogenanntes Fronthaarsystem. Das bedeutet wirklich nur für den Frontbereich. Und ja, das ist in dem Fall ein Custom-Made. Das habe ich speziell für einen anderen Kunden gefertigt. Wäre jetzt im Endeffekt eine Hybridmontur, also eine Kombination zwischen Lace und einer PU-Folie. Der Vorteil ist, ich trage genau das gleiche System sogar. Warum? Weil ich das hinten mit der PU-Folie die Verstärkung mag, dadurch, dass der Kleber richtig schön fest sitzt und einfach auch vom Wasser geschützt ist. Und der Frontbereich, die Lace, gefällt mir persönlich einfach besser von der Natürlichkeit, gerade wenn man so ein bisschen heller ist vom Haartyp. Und genau deswegen habe ich persönlich mich auch für diese Variante entschieden. Aber für Folienliebhaber kann ich das Ganze natürlich auch in komplett Folie oder in komplett Lace auch konfigurieren und gestalten. Genau, wie gesagt, das wäre einmal ein Custom-Made, aber für Kunden, die sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf eine lange Wartezeit oder ich möchte jetzt erstmal das Ganze ausprobieren, biete ich das Ganze natürlich auch im Hey-to-Go-Bereich an. Aber jetzt erzähle ich euch ein bisschen was von der Klebemöglichkeiten. Wer meine Transformation noch nicht gesehen hat, checkt sie auf jeden Fall mal ab. Da werde ich auch ein bisschen was erklären oder ich lasse euch jetzt in der Zeit, wo ich euch was erkläre, ein paar Bildausschnitte auch einblenden, damit ihr vielleicht das Ganze ein bisschen besser versteht. Also es gibt zwei Arten von Geheimratsecken. Es gibt die Kunden oder die Menschen oder Herren, die einfach wirklich im mittleren Sektor noch wirklich griffiges Haar haben und wirklich rechts und links die Ecke nur frei von Haaren ist. Da könnte man die Option machen, dass man eigentlich das Fronthaarsystem vor der bestehenden Haarlinie ansetzt. Das bedarf eigentlich keiner weiteren Rasur. Der Vorteil ist, man hat gar kein Risiko. Das heißt, man muss, selbst wenn man es probiert und das Ganze ist für einen nichts, hat man eigentlich, wie gesagt, nichts riskiert, weil du setzt das System ab und siehst eigentlich aus wie vor, sage ich mal, einer Stunde in Anführungszeichen oder vor der Transformation, weil man wirklich gar nichts rasiert hat. Es ist wie so eine Art Hufeisen oder wie so ein U, das setzt sich einfach vor die eigentliche Haarlinie ein und verklebt das Ganze. Dann gibt es Kunden, die haben im mittleren Sektor wie so eine Art Dreieck, ist aber extrem ausgedünnt, aber dahinter wird es brutal voll. In diesem Fall würde ich den mittleren Sektor, also dieses Dreieck, wegrasieren, weil du einfach sonst den Übergang von rechts und links und nach hinten nicht richtig hinbekommen würdest und von daher
ist es immer so eine Sache der Analyse. Das heißt, ihr kommt her oder ich habe einen Online-Call mit euch und da würde ich so ein bisschen in dem Gespräch schauen, welche Möglichkeiten für dich in Frage kommen. Ob mit Rasur oder ohne, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach so eine Beratungssache, wo ich dann euch eine Empfehlung aussprechen würde, sage ich mal. Ne? Aber es ist nicht immer ein Must-have zu rasieren. Für mich war es persönlich wichtig, dass ich eine extrem volle Haarlinie habe, weil ich, wie ihr selber sehen könnt, noch echt extrem volles Haar oder dichtes Haar habe in den Seiten- und am Oberkopfbereich. Von der habe ich mich entschieden, vorne ein bisschen wegzurasieren, damit einfach vorne der Kontrast nicht so hoch ist und dass einfach die Stimmigkeit nach hinten und zu den Seiten einfach optimaler ist. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ihr habt Fragen, ruft uns gerne an, schreibt uns in den Kanälen an, schreibt auch in den Kommentaren vielleicht, was ich noch nicht beantwortet habe oder vielleicht vergessen habe. Dann werde ich darauf bezüglich auch noch mal eine Antwort liefern oder ein zweites Video drehen. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, wenn du an Geheimratsecken leidest, genau wie ich, greif zum Telefon, probier es aus, du hast nichts zu verlieren und ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst diesen Schritt nicht bereuen, ganz im Gegenteil, du wirst einer von mir werden. Bis dann, ciao, euer Dominik.